Hi Leute, willkommen zu Dragon About. Ich bin der Dirk und auf meinem Kanal dreht sich alles rund um den Labwaffenbau. Unser heutiges Thema wird sein, der zweite Teil vom Krugbau. Und zwar fangen wir das ganze Ding jetzt an zu pinseln und machen das ein bisschen hübsch, dass das auch ein bisschen aussieht wie ein Krug. Mal abgesehen von der Form her schon. Ne? Dann hoffe ich mal, das erste Teil hat euch schon gefallen. Damit ihr nichts verpasst, immer schön abonnieren, die Glocke nicht vergessen. Likes und Kommentare sind auch immer gern gesehen. Wenn euch das ganze Thema weiterhin interessiert, bleibt dabei. Wir sehen uns. So Leute, dann fangen wir mal an, das Ganze zu pinseln. Ja, den Finger habe ich jetzt auch schon mitgepinselt. So. Ich glaube, da war ein bisschen Latex an der Seite. Naja, gut. So Leute, ich fange wieder an, innen. Ich hoffe nur, dass das irgendwie klappt, weil das ganze Teil ist ja nicht so wirklich pinselfreundlich. Wir haben ja noch ein paar andere Ideen. Wir nehmen jetzt ganz einfach, mal gucken, haben wir hier irgendwo noch einen alten Schwamm. Ja, wir machen das nämlich erstmal die erste Schicht mit einem Schwamm. Also auf jeden Fall innen drin. Außenschichten sind ja kein Problem. Aber hier so innen drin ist das wirklich nicht ganz so toll. Wie gesagt, vielleicht besser einen Pinsel nehmen oder halt wie ich jetzt hier einen Schwamm. Also beim Eimer ging es wesentlich besser, aber der hatte ja auch ein bisschen größeren Durchmesser. Ich arbeite mich jetzt so ein bisschen vom Boden hoch. Ich hoffe, das klappt. Das war ein bisschen Sauerei an den Finger, aber wie gesagt, nehmt vielleicht am besten Pinsel. Versucht euch möglichst nicht voll zu kleckern. Wie gesagt, immer schön alte Sachen tragen, wenn ihr da am Rumbasteln seid, die ihr versauen könnt. So. Ups. Oh ja, auf jeden Fall geht es mit dem Schwamm ganz gut. Muss mal ein bisschen mehr, aber das geht. Prinzipiell können wir die Außenschichten auch mit dem Schwamm machen. Dann sind die Dinger ein bisschen schneller trocken. So für die erste Schicht kann man das auch machen oder so die ersten Schichten. Zeige ich euch das auch mal. Das geht alles. Ist halt ein bisschen Sauerei an den Finger, aber das ist ja nicht schlimm bei Latex. Ein bisschen antrocknen lassen und dann kann man das wieder runterrubbeln. So, das obere Stück kann man jetzt. Den Rest tun wir ein bisschen von der Finger abknibbeln hier. Und dann machen wir das vernünftig wieder. So. Und das Gröbste.
So Leute, soweit lasse ich das jetzt erstmal. Dann stelle ich das jetzt erstmal auf Seite. Dann kann das jetzt erstmal was trocknen. Und dann sehen wir uns wieder, wenn ich so 6, 7, 8 Schichten schwarz drauf habe. So Leute, dann geht es mal weiter mit dem Krug. Bin schon mal hingegangen. Habe schon mal hier ein bisschen die Holzmaserung hier oben gemacht. Natürlich wieder mit dem Kamm. Jetzt machen wir noch die Holzmaserung für unten drunter. Und den Griff. Dafür nehmen wir wieder einen normalen Kamm. In dem Fall schwarzes Latex. Kann man natürlich auch mit Flexipaint, das geht auch. Ja. Also das ist kein großer Unterschied bei der Verarbeitung. Machen wir wieder eine Schicht schwarz drauf. So, jetzt haben wir schwarz drauf. Jetzt gehe ich so ein bisschen wieder so rund. Das ist ein bisschen schwierig, weil der Kamm halt ziemlich lang ist in der Beziehung. Muss man halt ein bisschen mal gucken, dass man so ein bisschen das Ding wenigstens rund kriegt. Naja, gut, bei dem Teil klappt es jetzt nicht so gut. Bei dem Eimer hat es besser funktioniert. So, dann gehen wir hier an den Rändern noch ein bisschen drüber. So, dann haben wir das. Ja, den Griff. Den machen wir auch aus Holz. Da gehen wir auch noch drüber. So, dann haben wir jetzt das Teil. Hier nochmal den Griff. Hier wie üblich so schwarz drüber. Und dann immer so ein bisschen gebürstet, ne, mit dem Kamm. Hier oben am Rand auch. Also drinnen mache ich mal nichts. Das wird dann nur braun. Da bin ich mal wieder ein bisschen faul. Aber ich denke mal, das sieht trotzdem dann später gut aus. So, das Ganze lassen wir jetzt trocknen. Und dann können wir eigentlich schon mit der richtigen Farbe anfangen. So Leute, das Schwarz ist jetzt soweit trocken. Dann fangen wir jetzt mal an, das Ganze ein bisschen einzufärben. Ich fange mal wieder an mit einem dunklen Braun. Fangen wir erstmal innen ein bisschen an. Ich werde meine Finger wahrscheinlich auch wieder aussehen wie Sau, aber egal. So. Wie gesagt, wenn ihr das mit dem Pinsel macht, ist es wahrscheinlich nicht so eine Sauerei. Oder halt mit Airbrush spritzt. Oder generell irgendwie spritzt. Am besten fangt ihr dann immer so ziemlich am Boden an und arbeitet euch dann immer so ein bisschen weiter hoch. Dann geht's eigentlich. Oder ihr macht halt ein bisschen mehr Durchmesser bei dem Krug, das geht natürlich auch. So. Wie gesagt, drin mache ich nur ein bisschen braun. Da werde ich mir nicht ganz so viel Mühe geben. So, dann fangen wir mal an. Den Rand. Wie gesagt, wenn wir da ein bisschen braun an den Metallring kommen, das ist jetzt nicht so schlimm. Da kann man wieder so ein bisschen als Rostdarstellung nehmen. Das ist ja nicht unbedingt Edelstahl, wo das Ding draus gemacht ist. Also von daher alles gut. So, dann machen wir das untere Teil direkt auch noch in einer mit. Wie ihr seht, mache ich diesmal relativ dünn, mehr so trocken bürsten.
kann man das eigentlich schon relativ schnell anfassen, ohne dass es irgendwie verschmiert. Auf jeden Fall in der Mitte. Jetzt haben wir das Braun schon mal drauf. Ganz viel Fissel hier. Jetzt sind schon ein bisschen. Ich glaube, hier war an einer Stelle noch nicht so ganz trocken. Naja, das ist nicht schlimm. Macht sich bestimmt auch ganz gut. So. Heute nehme ich mal wahrscheinlich 3 Brauns. Vielleicht auch nur 2. Mal gucken. Ich habe jetzt hier mal so mittleres Braun. Mal gucken, wie das dann aussieht. Kann sein, dass der Chloruch diesmal ein bisschen heller wird. Aber das weiß ich noch nicht. Vielleicht mal noch relativ dunkel. Ihr kennt mich ja. Ich mag es lieber ein bisschen dunkler. So. Wieder so ein bisschen ungleichmäßig drüber gehen. So ein bisschen von den Brauntönen besser durchkommt. So, dann haben wir das Braun schon mal drauf. Das lassen wir jetzt erstmal trocknen. So Leute, dann geht es mal weiter. Und zwar nicht mit Schwarz, sondern ich habe mal so ein bisschen was dunkleres Silber gemacht. Mal ausprobieren, wie das aussieht. Die Schwämme habe ich jetzt nicht gerade besonders gerade geschnitten. Versuchen wir mal hier mit. Oh, das ist okay. Dann gehe ich jetzt erstmal mit einem dunkleren Silber drüber. So, das dunklere Metall ist jetzt drauf. Das lassen wir jetzt erstmal ein bisschen trocknen. Und dann tun wir noch ein bisschen ein paar Akzente setzen. Also prinzipiell sieht das Ding schon mal ja nicht so schlecht aus, denke ich. So Leute, dann nehmen wir uns mal wieder ein Behältnis. Nehmen wir das Teil hier. So ein Stück Kernstab oder was, dass das ein bisschen schiefer steht. Dann nehmen wir mal den Klarlack. Den matten wieder von Flexi-Paint. Immer vorher so ein klein bisschen schütteln. So, dann schauen wir mal. Fangen wir mal an und topcoaten das Ganze. So Leute, dann lassen wir das Ganze jetzt erstmal ein bisschen trocknen. Noch so als kleiner Tipp. Wie gesagt, guckt immer, dass ihr ein kleines Behältnis nehmt. Und den Topcoat, den ihr nicht mehr braucht, den könnt ihr dann wieder zurückkippen. Da passiert nichts. Dann habt ihr noch mal ein paar Pinselstriche wieder mehr. Nur so als kleiner Tipp. So, dann sehen wir uns wieder, wenn das Ganze hier trocken ist. So Leute, der Krug ist soweit trocken. Klarlack ist hier drauf. Ja, so sieht das ganze Ding dann aus.
Ne? Hält man vielleicht noch ein bisschen was Verzierungen drauf, aber es sollte halt einfach nur so ein einfacher Krug sein zum, ja, keine Ahnung, schlagen, werfen, ist ja egal. Ne? Also, ich denke mal, das ist okay, oder? Ne? So. Ja, dann hoffe ich mal, das Ganze hat euch mal wieder gefallen. Likes, Kommentare, Abos, gern gesehen. Ne? Ja, wenn ihr nichts von meinen nächsten Projekten verpassen wollt, das ist dann das heutige Video für den Samstag. Ist ein bisschen spät dran heute, ich hatte noch Besuch. Sorry deshalb, dass das später wird. Morgen kommt dann der zweite Teil vom Buch. Und dann habe ich schon wieder neue Projekte in Planung. Beziehungsweise fangen morgen damit an. Dann wünsche ich euch noch einen schönen Samstagabend. Dann sehen wir uns bei einem meiner nächsten Videos. Wir sehen uns.